Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga-Bären Konga Crafts. Heute gibt's mal wieder was zum Nähen. Und zwar zeige ich euch meine Version von einem Schlüsseletui mit Zugband. Wenn ich genau weiß, was das ist, also, das ist es. Hier drin hängt der Schlüssel, der an einem Zugband hängt, das man aufmachen kann, um den Schlüssel rauszuziehen. Und dann zieht man am Zugband, verschließt es und der Schlüssel hängt wieder sicher im Etui. Ich habe das Teil auch noch mit einem Karabiner versehen, damit ihr es am Hosenbund oder an einer Tasche oder sonst irgendwo anbringen könnt. Infos zum Video, weiterführende Anleitungen sowie Bezugsquellen findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich mache das nicht für irgendwelche Firmen, also ich verdiene kein Geld damit, sondern ich mache das für euch, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Würde mich freuen. Einfach hier unten auf den Abonnieren-Button tippen, klicken, je nachdem auf welchem Gerät ihr seid. Dann noch auf das kleine Glöckchen, auf alle und schon werdet ihr auf YouTube in euren Newsfeed informiert, wenn es was Neues von mir gibt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Zuerst das Schnittmuster ausdrucken und ausschneiden. Die Löcher für die Cam-Snaps mit einer Ahle vorstechen. Und beim Schlüssel das kleine Loch mit einer kleinen Schere ausschneiden. Dann aus eurem Lieblingskunstleder die Teile zuschneiden. Die Schlüsselapplikation, das Rückenteil, das Vorderteil und die beiden Blenden. Achtet hier beim Zugband darauf, dass ihr das Kunstleder im Bruch zuschneidet, also doppellegen, Schnitt auflegen und dann erst zuschneiden. Beim Rückenteil das Loch mit Hilfe des Schnitts durchstechen. Beim Schlüssel das kleine Loch mit einer kleinen spitzen scharfen Schere ausschneiden oder mit einer Lochzange. Nun den Schlüssel, die Blenden und das Zugband auf der Rückseite mit doppelseitigem Klebeband versehen. Das Zugband nur auf einer Hälfte, da es ja zusammengeklappt wird. Jetzt die Blenden auf Vorder- und Rückenteil aufkleben. Achtet darauf, dass ihr die Blenden richtig rum draufklebt, da sie leicht konisch sind, also angepasst auf das Vorder- und Rückenteil. Ach ja, und falls ihr kein doppelseitiges Klebeband zur Hand habt, könnt ihr natürlich auch einen Klebestift nehmen. Beim Schlüssel könnt ihr euch nach dem Muster richten oder nach eurem Augenmaß orientieren und aufkleben. Beim Zugband darauf achten, dass ihr es exakt zur Hälfte zusammenlegt und klebt. Dann oben die Hälfte vom breiten rautenförmigen Teil bekleben. Zur Hälfte zusammenkleben. Nun alle aufgeklebten und geklebten Teile ringsum aufnähen. Hier könnt ihr die Mittelnaht nähen, aber auch weglassen. Anfang und Ende immer verriegeln und knapp kantig entlang nähen. Hier bei der Rundung immer wieder 1 bis 2 Stiche, Füßchen hoch, leicht drehen, Füßchen runter und weiter nähen. Wundert euch nicht, mein Füßchen geht automatisch 1 bis 2 mm hoch, wenn man aufhört zu nähen. Und das gleiche hier bei den Zacken. Nun Stichlänge 2,5 einstellen.
Dies ist für das kleine Loch im Schlüssel. Stichlänge wieder auf 3,5. Nun das Zugband zusammennähen. Bei so vielen Lagen ist eine Hebarme für den Höhenausgleich nützlich. Dazu habe ich auch einmal ein Video gemacht. Ringsum knappkantig zusammennähen. Nun sind alle Teile vorbereitet. Beim Zugband den Schlüsselring anbringen. Auf der Seite umschlagen, auf der auch oben der Kopf umgeschlagen ist, quasi die linke Seite des Zugbandes, und festnähen. Jetzt werden die Cam-Snaps angebracht. Achtet darauf, dass ihr gegengleiche Cam-Snaps habt. Mit Hilfe vom Schnitt mit einer Ahle beim Zugband das Loch durchstechen. Den Cam-Snap mit der Spitze von der rechten Seite durchstechen und mit der Ahle dann rings um die Spitze runterdrücken, damit das Gegenstück gut greifen kann. Das Gegenstück, also das männliche oder weibliche Teil, draufstecken und mit der Zange zusammendrücken. Auf dem Rückenteil den Cam-Snap mit der Spitze von innen nach vorne durchstechen und das zweite Gegenstück anbringen. Nun den Karabiner anbringen. Für meinen Karabiner ist dieser enge Bereich hier noch zu breit. Also von diesem engen Bereich etwas abschneiden. Passt. Hier auf der Breitseite doppelseitiges Klebeband anbringen. Und festkleben, so dass es hier vorne übereinstimmt. Nun hier entlang festnähen im gleichen Abstand zum Rand, ca. 2 mm, wie ihr nachher Vorder- und Rückenteil zusammennäht. Ich habe hier Hilfslinien eingezeichnet, damit ihr es auch besser seht, in welchem Abstand zum Rand man nähen sollte. Jetzt wird es ein wenig schwierig. Wenn wir jetzt Vorder- und Rückenteil zusammennähen, müssen wir jetzt schon das Zugband dazwischen legen, denn später bekommen wir es sonst nicht mehr durchgezogen. Und auch beim Zugband müssen wir darauf achten, dass es richtig rumliegt. Also so, dass wenn wir es rausziehen, der Cam-Snap so liegt, dass er auch verschließt. Das Zugband innen beim Rückenteil fixieren, hier unten mit einer kleinen oder großen Klammer, denn es darf beim Zusammennähen nicht verrutschen. Hier in der Mitte mit einer dünnen Nadel feststecken, so dass der Stecknadelkopf auf der gegenüberliegenden Seite liegt, auf der wir zuerst nähen. Nun links auf links zusammenlegen und auf der Rückseite erst nur von der linken Seite her klammern. Eine Klammer oben von rechts. Wir nähen auf dem Rückenteil hier entlang, weil man hier genau sieht, wie weit man nähen kann, bis hier kurz vor dem Zugband, welches man noch ziehen können muss. Hier könnt ihr wieder als Höhenausgleich eine Hebamme benutzen. Anfang und Ende wie immer verriegeln und knappkantig entlang nähen.
vor dem Zugband halten. Ihr seht, man kann das Zugband noch bewegen. Jetzt verriegeln. Zurück, vor und bloß nicht das Zugband mit verriegeln. Nadel und Füßchen hoch und dann bis zur nächsten Stelle nach dem Zugband schieben. Lasst das Füßchen oben und macht erst die Nadel runter. So seht ihr besser, ob sie richtig sitzt und nicht das Zugband erwischt und auch, ob der Abstand zum Rand stimmt. Verriegeln, also vor, zurück und wieder vor. Die Rundung nähen und dann die Stecknadel von innen rausziehen. Ich habe zu spät daran gedacht, deshalb war es bei mir etwas schwieriger. Bis zum Ende normal weiternähen. Und schon seid ihr fast fertig. Manchmal kann es sein, dass hier ein wenig übersteht. Das kann man vorsichtig mit einer scharfen Schere abschneiden. Aber jetzt seid ihr fertig mit eurem Schlüsseletui mit Zugband und könnt eure Schlüssel dranhängen wie hier. Rein und rausziehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich glaube, ich fange doch mal von vorne an. Ja. Karabiner. Nochmal.